Die Informationen über die Stachelrochen schiebe ich mal einfach beiseite. Die Trockenzeit ist heftig. Ich brauche Wasser auf meiner Haut. Geh mit den Krokodilen baden. Sei mutig, Gott. Bleib stehen, alles gut. Tausend Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Hi Leute, guten Morgen. Und desto weiter ich Richtung Süden komme, desto trockener wird es auch. Seht euch hier mal bitte um, es ist alles voller Strand und unter mir auch ziemlich flach. Das hier kommt kein großes Boot mehr durch. Dabei bin ich neben dem Dschungel und hinter mir sind all die Inseln. Also, es ist schon jetzt und hier deutlich spürbar, dass die Trockenzeit in diesem Jahr sehr stark ist. Was natürlich auch heißt, keine Strömung. Naja, weiter geht's. Scheiße. Die Trockenzeit ist heftig. Hier ist nichts mehr. Selbst für mich nicht mit dem Kajak komme ich hier mit Paddeln nicht mehr voran. Ja. Die Informationen über die Stachelrochen schiebe ich mal einfach beiseite und denke mir, ja, jeder meiner Schritte ist so laut. Ja, also heftig. Okay. Oh Mann, ey. Ich habe bald das Gefühl, ich muss hier wieder raus. Oder bin ich hier bald durch? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, einmal mehr lerne ich. Ach, diese kurzen Wege dauern viel Zeit. Denn hier wäre jetzt der direkte Weg gewesen, den Fluss weiter runter. Der direkte Weg. Scheiße. Das ist ganz schön umständlich. Ach, und hier. Das ist gruselig. Okay. Aber hier. Aber hier werde ich jetzt wieder ein Stück paddeln. Also, die Umwege, die direkten Wege sind häufig Umwege. Und der Umweg ist offensichtlich ein direkter Weg. Naja, viel lernen. Gestern großen Fehler gemacht, voll draus gelernt. Aber heute wieder ein neuer Fehler, jetzt die Trockenzeit. Das zu adaptieren ist natürlich auch nochmal eine Nummer für sich hier. Boah, heftig, ey. War ein schöner Start in den Tag. War eine wundervolle, erholsame Nacht. Aber jetzt der erste Teil des Tages ist so anstrengend und nervig. Da hinten sehe ich sogar ein Haus, Alter. Das ist ein Haus, da kommt Rauch hoch. Das ist ja Wahnsinn. Frei, weiter geht's. 100 Meter weiter ist der Untergrund ein bisschen besser geworden. Guckt euch mal um, das Häuschen da übrigens ist in einem Boot. Aber die machen auch irgendwie Feuer. Ich schätze, es sind irgendwelche Leute, die hier leben, Indigenes, Eingeborenen von um die Ecke, die hierher kommen, um zu fischen. Trocken. Ja, hier sieht es wieder besser aus. Ich muss was essen gleich, hey. Ich habe schwache Nerven heute. Sehr gut, ich bin da durch. Verzeiht mir meine Ausdrucksweise, bitte. Mann, ich habe da gerade echt gekocht, ehrlich. Wenn das Leben einen immer diese Schwierigkeiten aufstellt, ey. Aber ja, was heißt es, ne? Also ich meine, hier in der Natur, worüber will ich mich beklagen? Und das letztlich sind das auch nur Metaphern für die Realität, für Zivilisation, für das Leben, welches wir alle leben. In dem nun mal ständig und immer wieder
Schwierigkeiten auf unseren Weg kommen. Und manche dann eben das erste Mal, wie für mich jetzt hier diese Sandbank. Und dabei bezweifle ich ehrlich, dass dieses eine Mal gereicht hat, um letztlich und vollends daraus gelernt zu haben, um das in Zukunft stets zu vermeiden und andere Wege zu finden. Ein jeder Fehler, den wir machen und jede Schwierigkeit, die wir zu durchstehen haben, eine Lektion. Und somit ist wert, dafür dankbar zu sein. Ich strebe danach, auch und vor allem in Situationen wie denen gerade, die stressig sind, die nervig sind, die anstrengend sind, die Ruhe zu bewahren. Ruhe und Gelassenheit. Aus der Ruhe kommt die Kraft, echt. Das ist so ein klischeehaftes Sprichwort, welches wir in Deutschland haben, doch ich kenne keins, das treffender ist, als aus der Ruhe kommt die Kraft. Hi Leute. Hi Dude. Oh, ich bin fix und alle. Dabei habe ich vielleicht 5 Kilometer gemacht heute. Diese Sandbank. Oh mein Gott. Ja, das war hart. Die Nerven, die kosten mich auch viel Energie. Dabei merke ich, vielleicht sind meine Nerven auch nur deshalb so blank, weil ich mich auch nicht sehr gut fühle heute. Oh, ich habe ein bisschen Magenprobleme und fühle mich irgendwie einfach schwach. Die Sonne knallt ganz schön. Es ist 10 Uhr. Diese Zeit mache ich normalerweise noch keine Pause von der Sonne, denn das geht ja eigentlich erst so gegen 11 Uhr richtig los. Dann bis 15 Uhr. Naja, wie auch immer. Hier bin ich. Pausiere. Atme tief. Komme wieder zu Kräften und nehme meinen Weg wieder neu auf. Oh mein Gott. Oh. Ja, ich bin fertig. Doch wenn ich mich hier so umgucke, denke ich, hier ist das Wasser doch gerade erst weggegangen. Oh, bei mir sollte auch Wasser rein, ne? Ich muss mal was trinken. Oh. Hier. Und was sind das für Pilze? Was könnt ihr mir darüber erzählen? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das Wasser ist völlig durcheinander. Und echt auf der Karte ist der Fluss hier eingezeichnet. Übrigens da auch, wo ich durch die Sandbank durch bin. Ach, diesen Google Maps, und ich nutze gerade Maps.me, dem kann man nicht wirklich trauen. Gestern auch habe ich so viel Wasser gesehen, wo auf der Karte alles grün ist. Also Trockenzeit hin oder her, aber die Karten sind ungenau und es scheint immer noch stets auch viel Wasser da zu sein und noch mehr wegzugehen. Oh, gruselig, ey. Schlimmste Trockenzeit, die wir je hatten. Und ich muss die ausgerechnet miterleben. Ah ja. Hi Leute, ich lege mein Handy wieder weg. Handy weg, echt, Maps.me weg. Das ist verwirrend. Irgendwie eine schöne Hilfestellung. Ich werde so eine Mitte davon finden. Manchmal ist die Orientierung so, ist echt schwierig. Und da ist dann so eine Karte schon ganz hilfreich, wenn man da mal rauf guckt. Und die Neugierde befriedigt das auch immer mal wieder herauszufinden, wie viele Kilometer habe ich denn gemacht. Und dafür so ein Verhältnis, so ein Gefühl zu gewinnen. Aber desto mehr ich es jetzt nutzte, desto mehr verließ ich mich wieder darauf. Und dabei bin ich irre gelaufen. Und seither folge ich eher mit den Augen und dem Gefühl. Und immer mal wieder zwischendurch atme ich einfach durch.
nehme meine Umwelt wahr und beobachte, was die Strömung mit mir macht und was ich so sehe und höre. Da ist nichts auf der Karte von zu sehen. Und das können unter Umständen ganze Flüsse sein. Man sieht ja, da hinten links führt das noch so rein. Diesen Fluss will ich abchecken, den kleinen. Ob ich da erstmal gegen die Strömung komme. Die schöne Weite dieser Wildnis. Wow! Schöne Natur, einsame, paradiesische Strände und Wasser, soweit das Auge reicht. Wow! Ist doch faszinierend hier. Hi Leute, mittlerweile wisst ihr ja, wie gerne ich diese Flussüberquerung habe. Und wenn hier der Fluss auch nicht allzu breit ist, ihr seht das andere Ende hinter mir, so war das gerade die zweite. Ach, diese Trockenzeit ist besonders herausfordernd. Mann ey, ehrlich, ich bin hier damals abgehauen wegen der Trockenzeit und wollte wiederkommen, wenn die Regenzeit vorbei ist. Aufgrund von bla 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 bin ich viel zu spät angekommen und habe echt nur noch ein Ende der Dschungel ist geflutet Zeit erlebt. Und jetzt hier, ich habe seit 2 Tagen kein Boot gesehen. Und jetzt sind die gerade an mir einfach vorbeigetuckert. Keine Chance auf meine Bitte, mal bitte anzuhalten. Ich wollte sie fragen, ob sie irgendwie eine Kühltruhe dabei haben und irgendwas Kaltes zu trinken, aber ja, nur halb so wild. Dann geht es für mich jetzt weiter, wobei ich gucke die ganze Zeit so, weil ich von da hinten schon wieder am Boot höre. Aber das sind eh alles keine Touri-Boote, das heißt, die haben sowieso keine Kühltruhen dabei. Naja, wie auch immer. Mein Boot ist voller Wasser, entsprechend denke ich daran, da vorne irgendwo zu den Bäumen zu gehen, mein Boot zu entleeren von dem vielen Wasser und erstmal was zu essen, um meinen Hammock aufzubauen, um zur Ruhe zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber es ist noch nicht Zeit, um einen Platz zum Schlafen zu finden. Und doch bin ich so erschöpft, dass ich mir sage, shit happens. Ich suche mir jetzt was, wo ich chillen kann und dann geht es morgen wieder weiter. Dann kommt auch schon der Rio Branco, also morgen könnte ich diesen Ort schon erreichen. Darum mal sehen. Und da geht es jetzt irgendwo hin. Ja, wow, hier weht ein ganz anderer Wind, also kein Wind. Hier ist total geschützt. Also ich habe die freie Wahl, wo ich hier übernachte. Hier gibt es einiges. So viele Bäume, so viel Wald. Ja, das hier vorne hatte ich gleich gesehen. Aber da die kleine Insel reizt mich irgendwie auch. Und wenn ich hier noch ein bisschen reinpaddel, sehe ich bestimmt noch ein bisschen mehr. Da die kleine Insel. Hier, das hatte ich gesehen. Ja, hier gibt es eine Menge. Und hier geht es noch hinter rein. Da gibt es noch sehr viel mehr. Und mal gucken, ob das ein Krokodil ist. Na, so ein Mist, das war eins. Und ehrlich, kein kleines. Der Kopf war größer als all die anderen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Wenn auch lange nicht so groß wie das, was ich gleich als erstes gesehen habe. Das war ein gewaltiger Schädel, ey. Das war ein Dinosaurier. Und das da eben war zweifellos auch ein Krokodil. Die sind echt schwer zu erkennen. Ich habe mich mit nur einem Paddelschlag genähert und es war weg. Wisst ihr, was Bombe wäre? Eine Kamera zu haben, die besser gucken kann, als es meine Augen können. Der Dude, ne? Der Jacare, das Krokodil, was wir vorhin gesehen haben hier beim Ankommen. Da drüben, da chillt er. Eben ist er mal umgezogen. Ich dachte, er würde zu mir kommen. Dann habe ich mich gefragt, ob die Krokodile checken, wenn man sie beobachtet, wenn man sie sieht, wenn man sie erkannt hat. Ich glaube ja. Denn
Er lenkte gleich wieder nach links ab und jetzt chillt er da weiter am Strand. Ja, die Sonne hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe aber noch ein bisschen was zu tun. Ich habe gerade das Boot ausgeleert. Verzeiht mir hier, wenn ich das nicht jeden einzelnen Schritt mit dokumentiere. Aber wenn ich fertig bin mit allem, dann setze ich mich nochmal auf meinen Kajak und paddel hier in der Gegend umher. Ist eine ziemlich aufregende, schöne, kleine Flusslandschaft hier. Und in der Ecke gibt es bestimmt noch mehr davon. Na, dann gehen wir mal zu meinem Hammock. Ich mag meinen Hammock. Wow, wo ich hier heute gelandet bin, ist ziemlich lebendig. Auf sowas habe ich Bock. Die ganze Zeit sind hier ganz viele Papageien unterwegs. Da drüben das Krokodil, was mich beobachtet, wie ich esse. Ja. Da wimmelt es von Papageien. Das sind die kleineren, die grünen. Von den großen habe ich heute nur einen gesehen, von den blau, rot, gelben. Okay, mir kribbelt und kratzt es überall. Ich brauche Wasser auf meiner Haut. Ich gehe mich jetzt waschen. Ich gehe mit den Krokodilen baden. Na, ist auch cool, hier wimmelt es von Krokodilen. Jetzt die Sonne gerade untergegangen. Und hier gucken überall Köpfe raus. Respekt und Distanz, nicht wahr? Oh. Der kommt näher, der Dude. Der kommt näher. Ho, ho, ho. Wow, da. Hey Kumpel, wir beobachten uns doch schon die ganze Zeit, nur bleib da stehen. Keine Angst. Sei mutig, Großer, sei mutig. Bleib stehen, alles gut. Ich will ihn hier gar nicht anfassen, ne? Und weg ist er. Das sind schon aufregende Kreaturen, ne? Die Krokodile. Das ist ja der Wahnsinn. Da hinten ist noch einer. Und hier vorne war gerade auch noch einer. Da, die Papageien. Guck mal, wie schnell sie wedeln. Wie schnell sie wedeln, um voranzukommen. Da sind die großen, die blau-roten, echt, die sind so majestätisch, wie die fliegen. Die hingegen.